Real-World Assets, kurz RWAs, sind Vermögenswerte aus der realen Welt, die Blockchain-Technologie zur Digitalisierung einsetzen. Doch was steckt hinter diesem neuen Megatrend RWA? Welche Anwendungsfälle sind heute schon im Crypto-Space umsetzbar? Was erst in Zukunft möglich? Mein Thema heute daher: Real-World Assets. Wie real ist die Tokenisierung wirklich und was ist Utopie? Um das Thema für dich anzugehen, habe ich mir niemand Geringeren als Monty Metzger eingeladen. Als Gründer und CEO der Kryptohandelsplattform LCX steckt Monty tief in der Materie. Es wird unglaublich spannend, von daher dranbleiben, noch schnell liken, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Hallo Monty, erstmal Hallo. wunderschön, dass du wieder da bist bei mir auf dem Kanal. Ja, ich freue mich, hier wieder zu sein und wir haben ja auch heute ganz spannende Themen zu diskutieren. Absolut. Ich habe mir heute das Thema RWA, Tokenisierung, herausgesucht. Gerade für dich als Tokenisierungsexperte und auch mit LCX im Hintergrund kannst du uns bestimmt einiges dazu erzählen. Das Thema ist, wie real ist die Tokenisierung wirklich? Was sind gerade aktuelle Anwendungsfälle? Was ist vielleicht irgendwie Utopie? Wo spekulieren wir vielleicht auch gerade im Sektor so ein bisschen? Kurze Einstiegsfrage. Du hast mir gerade schon ein bisschen was dazu erzählt. Du warst letzte Woche auf der Token 2049. War da Tokenisierung ein Thema? Ja, also Tokenisierung in aller Munde und ein ganz großes Thema für die Blockchain-Industrie als auch für Finanzinstitute. Also selbst die großen Banken aus, USA, in Europa und so weiter arbeiten da dran massiv und es war auch 'n großes Thema an der Token 2049 in, Dubai. Es war ja nicht nur diese Konferenz letzte Woche, sondern es waren 3 Konferenzen, an denen ich mit dabei war und mein Team ist jetzt heute sogar noch vor Ort in 'nem World Blockchain Summit, 'ne 4. Konferenz. Also, es war wirklich 'ne ganze Blockchain Week und everything was about tokenization. Ein großes Thema. Ähm, Was ist Tokenisierung nochmal für das Verständnis? Ja, Was also verstehen wir ganz darunter? einfach formuliert, wenn man von Tokenisierung spricht, dann spricht man eigentlich von der Darstellung eines reellen, Wertes, eines analogen Wertes in der digitalen Welt. Also, man spiegelt quasi mit einem Token, ähm, einen analogen Wert in einem im digitalen Token-Umfeld. Und ganz konkret spricht man da eben von der, Darstellung von einem Finanzinstrument oder von einem sogenannten Real World Asset, auf der Blockchain. Und Tokenisierung deswegen, weil man das eben mit einem Token repräsentiert in, unterschiedlichen Art und Weisen als Ownership Token oder als tatsächliches Finanzinstrument kann es dann so dargestellt werden. Ähm, von welchem Markt sprechen wir aktuell? Also RWA, es gibt ja unglaublich viele reale Vermögenswerte. Das ist ja ein neues Trendthema, auch jetzt vor allem 2024 geworden. Von welchem Markt sprechen wir und wie real wird Tokenisierung bereits heute angewendet? Also, real ist das Thema. Wir sehen jetzt aktuell 'ne richtigen Wandel in der Kryptoszene. Und das ist für mich so 'n Tipping Point, also 'n, Moment der Geschichte, wo wir eben die Möglichkeit haben, die aktuelle ganze, Kryptowährungen und Kryptoszene auf 'n ganz neues Level zu bekommen. Wir haben ja Mhm. jetzt, in Mehrzeit der ganzen Krypto-Tokens sind eigentlich Utility Tokens, oder Governance Tokens oder andere Meme Coins. Wir haben jetzt heute grade 2,5 Trillion, also, ist der Market Cap. Und ich glaube, durch Tokenisierung können wir das wirklich verzehnfachen, verhundertfachen, weil es geht da um die, Digitalisierung von, allen diesen ganzen analogen, Werten. So. Und, wie konkret ist es? Wir sehen jetzt aktuell, erste Versuche, und so Showcases von Banken zum Mhm. Beispiel. Also oder vielleicht, noch mal 'n Schritt zurück, um es genauer zu erklären. Ich sehe quasi Tokenisierung eigentlich in 2 verschiedenen Kategorien. Es gibt Mhm. einmal die Tokenisierung
von Finanzinstrumenten, so Dinge, die man eigentlich nicht anfassen kann, werden aber auch oft als Real World Asset bezeichnet. Das sind Anleihen, Wertpapiere, Bonds, äh, Darlehens, irgendwelche Debt Instruments und so weiter. Also Und dann Finanzprodukte klassisch. Alles Finanzprodukte, was man quasi auch sagt, es gibt ja das klare Security und, solche Sachen werden tokenisiert. Und der andere große Bereich sind tatsächliche Objekte, Dinge, also Sachenrecht auch, bis hin zu Immobilien, also alles, was man so anfassen kann. Mhm. Also eben gesagt Gold, Diamanten, aber auch eben Immobilien, Uhren, Bilder und so weiter. All das, sind quasi auch 'ne Kategorie dieser Real World Assets, die tokenisiert werden kann. Und, wenn wir jetzt die 2 Kategorien anschauen, wie reell ist es? Ich glaube, die größte anwendbare Tokenisierung aktuell ist auf der einen Seite der Finanzinstrumente oder der Finanzen, und zwar nämlich Geld. Geld wird tokenisiert. Wir sehen jetzt den digitalen Euro, den digitalen Yuan und natürlich den digitalen Dollar in Form von USDT, also Tether und, Circle, die den USDC herausgegeben haben. Und das ist auch sozusagen die Killer-App im Moment in Krypto, weil man einfach dadurch setteln kann in einem Fiat-Repräsentanz-Token. Und, genau, das ist sozusagen ein großer, Mehrwert. Ja. Tokenisierung ist dann im Grunde, fällt da auch CBDCs fällt darunter in der Form, also, ist im Grunde ja dann ja alles irgendwie Tokenisierung. Also, das ist ja 'n riesen Dachthema. Es gibt ja auch viele spezielle einzelne Coins, wenn man sich den RWA-Sektor anschaut, Lending, Kreditprotokolle, wo irgendwo auch RWA irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund spielt. Da vielleicht auch noch mal so vielleicht für das Verständnis, wie weit reicht eigentlich so 'n Anwendungsfall und ist es vielleicht dann am Schluss, wo man sagt, da spekuliert man eher auf 'ne Anwendung? Also, du hast es grad schon angesprochen, Immobilien, wie weit sind wir da? Oder wie ist es mit diesen ganzen im DeFi-Sektor mit RWA, wo es mit Sicherheiten und so weiter, Kollateralisierungen gibt? Kannst du da so 'n bisschen herausklamüsern, was aktuell schon wirklich 'nen Mehrwert hat und wo man sagt: „Okay, das ist interessant, aber entwickelt sich noch oder siehst du weniger Potenzial?“ Mhm. Genau, also das Potenzial ist enorm. Und ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das ist hier hinter mir, das ist die Tokenisierung, „The Trillion-Dollar Asset Revolution“. Und genau darum geht's nämlich. Es ist jetzt eben ein Markt, der vielfach größer ist als der jetzige Kryptomarkt. Darin habe ich auch die Definition, von Tokenisierung, das ist 'ne englische Definition eben, wo es heißt: „Tokenization is the process of issuing a digital representation of an asset on a blockchain.“ Also, auf Deutsch würde man sagen, bei der Tokenisierung handelt es sich um den Prozess der Ausgabe einer digitalen Darstellung eines Vermögenwertes auf einer Blockchain. So habe ich's ja schon 'n bisschen umschrieben gehabt und, Mhm. genau, und wie du eben sagst, es umfasst Vermögenswerte. Also, es fängt eben mit Geld an. Das ist jetzt so der große Baustein. Die Stablecoins sind ja geissued jetzt von Privatunternehmen. Dann gibt es die, Projekte jetzt, wo es auch Zentralbanken gibt und auch Banken, die jetzt Geld herausgeben. Und es wird auch 'ne großes Thema werden in Europa durch die Regulierung der MiCA, also Markets in Crypto Assets Regulation, wo es den Asset Reference Token geben wird, weil es genau in die Richtung geht. Und wenn es eben um Geld geht, dann ist es einfach E-Geld und da gibt es ja auch schon in Europa 'ne tolle Gesetzgebung. Mhm. Ähm, Wir arbeiten zum Beispiel auch mit E-Geld, auf so Plattform mit dem E-Geld-Institut, zusammen namens Monerium und so kann man quasi den Euro, bekommt man dann direkt, als E-Geld-Token auf unserer LTX-Plattform. Ist es jetzt dann sprichst du nur von dem digitalen Euro, wo man jetzt auch grade von Seiten aus, der EZB aus diskutiert, ob man den vielleicht einführen wird? Ist das genau das damit gemeint? Ja, und das ist 'n gutes Beispiel. Es geht genau darum, also, EZB arbeitet schon lange daran, auch die Schweizer Nationalbank und es gibt viele Nationalbanken. Wir haben selber auch Workshops, geleitet schon vor 3 Jahren mit, ja, da waren 15 Nationalbanken mit dabei, Zentralbanken bei dem Workshop. Das haben wir zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum und dem, Konferenz dieses Singapore Fintech Conference in Mhm. Singapur gehostet. War super spannend und da haben wir schon gemerkt, die sind wirklich fortgeschritten.
die kennen sich gut aus und da geht es natürlich um Macht und Geld. Und für viele Zuhörer und Zuschauer ist es was Angreifbares, weil jeder kann verstehen, dass Geld in irgendeiner Form schon digital ist. Man hat so auf seiner Kreditkarte und auf dem EC-Bankkonto und eigentlich, ja, hat man gar nicht mehr so viel Bargeld. Was sind auch Aber die was eben Vorteile, ne? Also, was ja, verspricht man sich von der also, von der Tokenisierung, wenn's schon digital ist? und, was man da eben gut sieht, ist eben die, ganzen, digitalen Euros, die wir so haben jetzt auf der Sparkasse und Raiffeisenbank, sind eben in einzelnen Silos, in einzelnen Mhm. Datenbanken in dem Banksystem vorhanden. Das heißt, wenn es jetzt von der Bank A nach B geht, muss es irgendwie über irgendwelche Settlement-Systeme transferiert werden und dann gesettelt werden. Wenn eben ein digitaler Token auf der Blockchain ist, hat man quasi 'n globales Settlement sofort, so schnell eben wie man 'ne E-Mail von A nach B verschickt, kann man dann eben Geld auch transferieren. Und im Grunde ist es wie die Einführung von E-Mail damals. Natürlich funktioniert 'n Briefchen auch, aber eben 'ne E-Mail funktioniert viel schneller, viel effizienter. Und Mhm. so ist es eben auch mit der Einführung jetzt von Blockchain-Technologien. Ja, wo man sich eben viel Hoffnung verspricht, dass eben auch Banken sofort zetteln können, also ganz europaweit oder weltweit sogar zum selben Zeitpunkt. Für uns als Konsument in Europa oder in Deutschland, verändert sich eigentlich erst mal noch nicht so viel, weil wir haben sehr guten Zugang zu Finanzinstrumenten und zu Finanzangeboten von Kreditkarten über Darlehen und so weiter. Wo es wirklich revolutionär ist, ist es in Gebieten, wo Leute vielleicht gar kein Bankkonto haben oder, eben Transfer von Nigeria nach, USA oder so fast gar nicht möglich ist oder 10 Tage dauert und viele Fragen gestellt werden. Und, genau, da spielt es 'ne große Rolle. Und das ist 'n schönes Beispiel auch von den Dingen, die ich sonst erzählt habe, weil wenn man sagt, man geht in den Bereich Wertpapiere oder Anleihen hinein, Mhm. da sind es auch verschiedene Silos, die übernommen werden müssen, um 'nen Trade zu machen. Also, wenn du 'n Unternehmen 'ne Aktie kaufen willst in Australien bei 'nem Unternehmen, dann weiß ich nicht, wie viele Mittelsmänner dazwischen sind, die irgendwelche Gebühren haben. Es ist gar nicht so einfach. Und, das quasi kann man alles auflösen und sagen, man hat dann eben ein Global Ledger, die Blockchain, und, da kann man dann solche Finanzinstrumente auch handeln. Inwiefern, wenn man jetzt auf die Blockchain-Technologie setzt als, ich sage jetzt einfach mal, zentralisierte Institute, wo spielt dann Krypto eine Rolle? Also, ich meine, ihr habt den LCX-Token, als Utility-Token. Es gibt auch viele andere Kryptowährungen, zentralisierter, dezentralisierter, sei jetzt mal dahingestellt. Wo haben die ihren Sinn in diesem ganzen RWA-Tokenisierungsprozess? Richtig, genau. Also, wenn du jetzt den aktuellen Kryptomarkt anschaust, die ganzen Kryptowährungen und so weiter, wo spielt die Musik, wo ist das Geld aktuell? Und da muss man sagen, dass Tokenisierung für den aktuellen Markt, wenn man auf CoinGecko schaut oder CoinMarketCap schaut, noch überhaupt keine Rolle spielt. Eigentlich die Tokens, die dort sind, das sind ja alles Utility Tokens, inklusive unserer Token, der LCX-Token. Wir, ähm, äh, haben unseren Utility Token so 'n Einsatz, dass du einmal Gebühren sparen kannst auf LCX Exchange, also du kannst handeln. Ist 'n voll regulierter und schnellst wachsender Exchange jetzt in Europa aktuell. Du kannst also Bitcoin kaufen, Euro, wechseln in Ethereum und so weiter und kannst natürlich LCX-Token auch kaufen. Und diese Gebühren werden 50% günstiger, wenn du mit LCX-Token bezahlst als Voucher. Zusätzlich bei allen Tokenisierungsprojekten und auch bei Token Issuance Projekten, wo wir auf unserem Launchpad Projekte starten oder wenn du eine unserer tokenisierten Anleihen zum Beispiel kaufst, brauchst du LCX-Token, um die Gebühren auch zu bezahlen. Deswegen ist es so 'n umfangreicher Utility Token eigentlich, der viele Funktionen hat, inklusive, diese Issuance von tokenisierten Assets quasi mit unterstützt. Und das ist insofern, aktuell jetzt, wenn du auf den aktuellen Kryptomarkt schaust, sind es eben alles keine Securities, sind entweder so Gas-Fees, die man da bezahlen kann, Ethereum, oder es sind so Art digitales Gold wie Bitcoin. Und dieser Markt jetzt von tatsächlichem Trading von Real World Assets, das steckt noch in den Kinderschuhen. Ja. Ich habe nämlich gerade so gedacht, ich habe gerade an Ondo Finance gedacht oder was mit Maple Finance. Dann gibt's, Rio und diese ganzen, wenn man allein jetzt CoinGecko oder, CoinMarketCap sich die Kategorie anschaut, das sind ja
RWA-Coins, Tokens, also inwiefern spielen die jetzt in diesem Prozess 'ne Rolle und, könnte sich das irgendwie beißen? Also, wie können wir uns da Mhm. so 'n ganzes Gesamtbild machen davon? Genau, also ich kenne natürlich einige der die du ja gesagt hast. Ich weiß, dass die alle im Bereich Real World Assets arbeiten, so wie LCX auch. Noch 'n zweites Projekt, Timens, wo wir auch den Ja. den Token mit dabei haben, der ähnlich funktioniert. Im Prinzip dann diese Utility Tokens, die man da hat, die Enabler oder eben Gebühren oder man hat 'n besonderen, Zugang dann auch, also dass es so Access Tokens Mhm. sind oder 'ne Governance-Funktion und so weiter. Und das sind so Sachen, die eigentlich alles rund ums Community Engagement sind aber Ja. per se, so jetzt auch bei unseren, Tokens, die wir da geissued haben, eben ist kein Finanzinstrument, also du kriegst keine Zinsen oder sonstige Sachen. Ähm, aber ist natürlich 'n ganz, ganz wichtiger Enabler, weil, ich vergleiche immer 'n Utility Token ähnlich wie mit 'nem Konzert, so 'n, Konzertticket zu 'nem ganz spannenden Konzert. Und wenn du jetzt hier irgendwie Taylor Swift, Konzerttickets zum Beispiel nimmst, und die jetzt ergatterst zum Originalpreis, sagen wir 100 aber dann am Tag vorm Konzert sind die natürlich vielleicht 10.000 wert, weil jeder auf dieses Konzert gehen will. Es gibt nur Mhm. begrenzte Tokens. Und genauso ist es eigentlich bei uns auch. Viele unserer Unterstützer haben von Anfang an, LTX-Token mitgehalten oder benutzt. Und damals war es viel weniger wert und jetzt seit den letzten, Monaten jetzt auch noch mal enorm gewachsen. Man sieht, da ist einfach 'ne Nutzung auch von dem ganzen Token. Also, das ist so das eigentlich Kernkonzept, wo wir sagen, der LCX-Token ist der Enabler auch von der Tokenisierung. Warum ist Ethereum so wichtig für den RWA-Sektor? Und gibt es deiner Meinung nach auch noch andere, ja, Smart Contract-Plattformen, wo du's denkst, dass sie im RWA-Sektor mit, ja, dabei sein könnten? Mhm. Also, Ethereum ist insofern 'n Enabler als Blockchain natürlich als Marktführer. Es ist im Moment so 'n bisschen Winner takes all. Viele, viele Sachen finden einfach statt auf Ethereum. Man darf die anderen Systeme nicht unterschätzen. Also, auch 'n gutes Beispiel aus der Historie. Früher gab es viele Social Networks, die rauskamen. Da gab's MySpace und Friendsters und so weiter. Das war alles noch vor Facebook. Und, MySpace hatte dann 500 Millionen Nutzer. Und da sind wir jetzt eigentlich ungefähr. Also, ganze Blockchain, Mhm. ganze Wallets und so und Ethereum, ich glaube, es gibt vielleicht 300 Millionen aktive Wallets oder so was. Wir sind also vom Technologie-Evolution ungefähr da. Also, ich glaube 2005, jetzt also fast 20 Jahre her, war Friendster und MySpace wirklich führend. Und dann kam halt auf einmal Facebook um die Ecke und dann Instagram und dann TikTok, die alle die Überholspur von 0 auf 100 Millionen und dann auf Milliarden von Nutzern gegangen sind. Und deswegen würde ich jetzt gar nicht ausschließen, dass Ethereum so der Standard bleibt. Die entwickelt sich natürlich auch weiter. Ethereum Foundation ist ja auch in Zug in der Schweiz gesessen. Aber zum Beispiel Solana super stark. Dann Mhm. jetzt noch Chain, wo jeder drüber redet, auch letzte Woche in Dubai. Ähm, Chain, hast du gesagt? Chain, genau, ja, so, Ja. Proof of Liquidity, spannendes System, ja. Ähm, und Cardano, auch zum Beispiel. Wir machen auch einiges auf Cardano. Ich glaube, tolle, Sachen. Dann Berliner Team, Celo zum Beispiel, die jetzt auch, auf Layer 2 gewechselt sind. Also, es gibt unglaublich viele Mhm. Technologiewettbewerbe. Auch welche Rolle spielt es mit Real World Apps? Ich glaube, eigentlich spielt eigentlich nicht so 'ne große Rolle, ob's jetzt auf Ethereum ist, Cardano, Solano oder was auch immer. Wir arbeiten zum Beispiel komplett, Blockchain-agnostic. Und, ich glaube, wenn du jetzt von Tokenisierung sprichst, müssen wir einfach noch mal für die Zuhörer kurz erklären. Also, wir haben jetzt über Geld Ja, gesprochen, Tokenisierungsgeld. Wir haben 'n bisschen angeklopft von Tokenisierung von Anleihen und, ja. ähm, da haben wir jetzt 4 tokenisierte Anleihen gelauncht dieses Jahr, wo man ähnlich wie so 'n festverzinsliches Wertpapier einen festen Zins bekommt. Wir bieten 7% an auf Bitcoin, auf Ethereum, auf Euro und auf LCX-Token. Das heißt, du Kannst du das zahlst mal erklären? Ganz konkret, nehmen wir mal die Bitcoin-Anleihe. Also, ihr als Unternehmen gebt eine Anleihe raus. genau. Und das ist eine, KMU-Wertpapier Anleihe, also ganz klassisch wie wenn jetzt,
sage ich mal, Sixt Autos eine neue große Halle braucht, wo sie die Autos parken können oder BMW irgendwie 'ne Erweiterung vom Werk, dann geben die in der Regel einfach eine Anleihe heraus und sagen: „Wir leihen uns Geld am Kapitalmarkt, weil es billiger ist, als wenn wir es bei der Bank uns borgen oder unsere Aktien verkaufen müssten oder irgendwas.“ Und dann sagen die eben, „Wir zahlen euch 3%, 5%, 10%. Und meistens ist es eben hängt es am Risiko an des Unternehmens. Aber es ist 'ne Anleihe, die vom Unternehmen herausgegeben wird. Mhm. Und genauso machen wir das auch. Also, wir Mhm. garantieren jetzt 7%. Wenn du jetzt einfach rechnerisch ist 'n einfaches Beispiel, wenn du jetzt uns deine 100 Bitcoin überweist, Mhm. dann subscribest sagst quasi: „Ich kaufe diese Anleihe.“ Du kannst sie dann quartalsweise wieder kündigen, wenn du möchtest, aber bekommst während der Zeit 7% Zinsen pro Jahr. Also, wenn du jetzt, 100 Bitcoin eingezahlt hast, dann bekommst du 7 Bitcoin pro Jahr, an Zinsen. Und, genauso mit Ethereum, wenn du 100 Ethereum einzahlst, kriegst du 7, Ethereum. Es ist relativ konservativ, berechnet. Also, du kriegst nicht 100.000% über Nacht und kein, nächster Slurf-Coin und Mhm. sonstige Sachen. Aber genau, unsere Community findet es eigentlich gut. Wir hatten jetzt gute Subscription dabei, auch Euro, 7% kriegst du auch nicht so einfach auf dem Sparkonto. Genau, wir garantieren dafür als Unternehmen, haften dafür und, wir werden auch oft gefragt: „Was passiert denn dann, im Hintergrund?“ Ja. Also, wie erwirtschaften wir diese 7%? Wir sind noch relativ LTX, Exchange ist noch relativ klein. Wir wachsen, ungefähr 10 Millionen Transaction Volume pro Tag, aber wollen auf 100 Millionen, 200 Millionen steigern. Uns fehlt Liquidität. Das heißt, wir nutzen viele dieser Gelder, Liquidität zu schaffen auf unseren eigener Plattform oder auch auf Uniswap. Und die Tradinggebühren, die wir da verdienen, sind deutlich höher. Also, wir haben zum Teil 7%, pro Woche an Profits oder Mhm. aber eben nicht konstant. Das heißt, genau, ist 'n bisschen risikoverbunden da auf unserer Seite und, genau, deswegen haben wir gesagt, sind wir relativ konservativ, sagen 7% ist kein Problem. Können wir auch aus unseren Profits stemmen. Das bieten wir an als Produkt. Und das ist eben so strukturiert, dass wir auch 'n Token haben. Also, das ist gibt es den BTC T7, also Bitcoin tokenized 7%, deswegen heißt er so BTC T7 und den ETH T7 und den LTX T7. Das ist quasi dieser Security Token, den wir da anbieten. Und, wie haben wir das gemacht? Er ist voll reguliert. Das heißt, wir haben ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, in, 30 verschiedenen, Ländern publiziert. Das wurde gebilligt in Liechtenstein. Liechtenstein ist Teil vom Europäischen Wirtschaftsraum Mhm. und, dortige Behörde, die FMA, die Finanzmarktaufsicht, hat das gebilligt, wie man so sagt. Und dann haben wir quasi darüber alle Länder in Europa, es sind 30 Länder insgesamt, notifiziert und gesagt, wir dürfen den aktiv vermarkten, Mhm. Marketing machen. Ich darf darüber sprechen, auch in Deutschland. Das ist quasi bei der BaFin in der, Kartei auch mit drin, mit mehreren ISIN Nummern und, genau, dürfen es quasi offiziell wie so 'n Finanzinstrument dann auch vermarkten. Noch kurz vielleicht zur Info, die Subscription Period ist jetzt gerade ausgelaufen. Wir haben immer so 1 Jahr darf man das verkaufen. Es wird jetzt verlängert und dann dürfen wir es wieder Mhm. anbieten, dass das in den nächsten Wochen dann wieder auf der Plattform auch finden ist. Aber genau, es ist unter LCX Earn, ist es zu finden und, wird dann bald wieder auch offen sein. Also, als Äh, Beispiel für die Tokenisierung für die als Beispiel für die Tokenisierung, dass ich das noch mal vielleicht so zusammenfassen darf. Tokenisiert wird die Anleihe des Unternehmens. mhm, Man kann als interessierte Anleger in die tokenisierte Anleihe in Form von Krypto, beispielsweise Bitcoin, Ethereum, zahlen, bekommt dann ja. als Reward im Prinzip auch wieder die Kryptoasset, in der er anteilig bezahlt hat. Und ihr macht in der Zwischenzeit nutzt Liquidität, um auf eigenen Plattformen, um das Unternehmen auch konstant im Hintergrund aufzubauen. Und damit haben wir eigentlich so die Blockchain, also Stichwort RWA-Tokenisierung, ja, ein Unternehmen, was damit arbeitet, aber trotzdem auch Krypto in einen kompletten Prozess integriert, Ja, kann man so richtig. sagen. Und was auch spannend ist, also jetzt in den Gesprächen, wir haben fast 2 Jahre gebraucht, um das auf die Beine zu stellen.
Manche beschreiben es auch als so Regulated Staking, weil, wenn du Staking zum Beispiel es gibt Staking Service Provider und so, es ist eigentlich ähnlich. Ich würde sagen, es ist auch 'n Finanzinstrument, wenn du's quasi dein Asset, dein Bitcoin, dein Ethereum an einen Dienstleister gibt, der macht dann sein Ding und dir Zinsen auszahlt, ist aus meiner Sicht wie 'n Finanzinstrument. Wenn du selber stakest auf der Blockchain, nutzt du die Technologie, ist kein Mhm. Finanzinstrument. Große Diskussion, weil Coinbase das eben auch bietet, grad und da 'n bisschen Ärger gekriegt hat. Auch haben wir eben diesen regulierten Weg, eingeschlagen. Es hat uns 2 Jahre gedauert und bis wir das so erklärt haben. Und was eben sehr, sehr spannend war, war dann die Fragen, die so kamen, also von der Finanzmarktaufsicht oder auch von anderen Bankpartnern und so. Dann heißt es: „Ja, wer ist denn eure Settlement-Bank? Wer macht denn das Custody? Wo ist denn der Partner hier und da?“ Und dann gibt's 'n Placement Agent und so weiter. Und es hat sich dann, äh, gezeigt auch noch mal, dass in der normalen Finanzwelt gibt es für jede Funktion 'nen eigene Institut und jeder Mhm. verdient auch da dran. Also, der Settlement die Settlement-Plattform, die Custody-Bank, der Placement Agent. Letztendlich, wenn du bei der Deutschen Bank reingehst und der Berater verkauft es, kriegt er auch noch mal 'ne Provision Mhm. und dann ist 'n langer Rattenschwanz, was erst mal verdient werden muss. Zu Und viele ähnlich Zwischenhändler. wie Direct to Consumer, war das ja, das sind alles machen alles wir. Das Mhm. ist alles LCX. Machen das als lizenzierter oder registrierter, Custody Provider nach Blockchain-Gesetz in Liechtenstein. Wir haben ja, 8 dieser Blockchain-Registrierungen und, Custody ist eins Thema. Dann, die Sorgfaltspflicht, also KYC ist auch reguliert ein Thema bei uns. Der Exchange, also wenn du Euro, Deposit und Bitcoin anlegen willst und so weiter. All das haben wir sozusagen abgedeckt. War das nicht Und auch das 'n ist jetzt 'n Grund, warum Schlüsselbeispiel es so eben von schwierig einer ist? Entschuldigung mal, Tschü dass ich unterbreche, aber war das auch ja. so 'n Grund, warum es so lang gedauert hat, weil das so viele Lizenzen, so viele Sachen sind, die notwendig sind? Richtig, genau. Also, man spricht ja da wirklich mit der alten Finanzwelt und die, wundern sich: „Ja, wie soll denn das jetzt alles funktionieren?“ Mhm. Ähm, und man eben viel lernen und das dauert dann lange und wollen's ja auch, auf 'n richtigen Weg bringen. Also, dass wir die Innovation und Regulierung, gut in 'ne Balance bekommen und da wirklich als, Vorreiter dann sind mit solchen Finanzinnovationen. Wenn wir uns in 5 Jahren noch mal unterhalten, was meinst du, wo wir dann im RWA-Markt stehen? Ja, also was wir jetzt sehen, Tokenisierung von Finanzinstrumenten. Ich habe gesagt, wir haben diese 4 Anleihen bereits gemacht. Andere Institute machen das auch. Wir haben jetzt gesehen in Mhm. Lugano zum Beispiel die Stadt Lugano in der Schweiz, die auch irre Bitcoin-freundlich ist. Du kannst hier in der Pizzeria mit Bitcoin bezahlen. Die Stadt selber hat jetzt, glaube 2 Bonds, also Anleihen herausgegeben, jeweils 100 Millionen, auch alles auf der Blockchain gesettelt. Es gibt von, verschiedenen großen Finanzbanken, die jetzt global so, das zum Settlement benutzt haben von großen, mehrere 100 Millionen Dollar wertigen, Anleihen. Also, wir sehen da mehr und mehr dieser Funktionen. Es gibt Tokenisierung von Aktien, von Anteilen, in der Schweiz, aber auch in Deutschland ganz tolle Projekte, die das machen. Das steckt eben noch 'n bisschen in den Kinderschuhen. Wir sehen noch nicht viel Handelsaktivitäten, aber in 5 Jahren, mit Sicherheit in 10 Jahren, absolut alles, was tokenisiert werden kann, wird tokenisiert. Und, genau, was auch noch 'n ganz wichtiger Aspekt ist eben, wir haben jetzt viel über diese Finanzinstrumente gesprochen, aber Mhm. 'n anderer wichtiger Teil sind die richtigen Real World Assets. Und da sind wir auch Vorreiter. Wir haben also vor 3 Jahren angefangen, zu überlegen, was kann man denn gut tokenisieren? Natürlich Real Estate wäre super spannend, toller Markt, mit reinzugehen. Wir haben geschaut, Kunst, Gold, und so weiter, aber haben uns dann fokussiert auf einen ganz spannenden, also Asset oder Anlageklasse auch, die funkelt und glitzert, und zwar Diamanten. Und, haben eben 'n eigenes Showcase erst mal gemacht, was jetzt mittlerweile 'ne eigene Firma ist. Das ist Timens, auch hier bei mir mit'm Poloshirt mit dabei. Timens steht für tokenisierte Diamanten, also T-Imens.
ist Timents.com und, das ist mittlerweile jetzt die größte Plattform und Marktplatz für tokenisierte Diamanten. Das heißt, es gibt einen, echten Diamanten, Mhm. den wir in so 'nem Hochsicherheitsvorrat lagern. Der ist dort versichert, ähm, und genau, und eingesperrt und, kann nicht rausgenommen werden. Das heißt, der ist dort sicher. Wir als, Anbieter jetzt von LCX ist der sogenannte physische Validator. Das ist eine Rolle auch nach dem Blockchain-Gesetz, ähnlich wie so 'n Notar. Das heißt, wir müssen prüfen und sind auch haftbar, dass dieser Diamant tatsächlich echt ist, dass der nicht geklaut ist, dass da keine Pfändung drauf ist, nicht geliehen oder sonst was, sondern der ist da zum Tokenisieren und das ist wirklich der, der draufsteht quasi, der das ist. Und wir prüfen dann auch die sogenannten GIA Certificates. Das sind diesem GEM, Institute of America. Die stellen quasi sicher, dass der Diamant die gewisse Schliff hat, die Größe, die, Klarheit und so weiter, diese 4 Cs, Mhm. von Diamanten hat. Und genau, und dann wird der dann ist es wirklich physisch schon mal, sichergestellt, dass es wirklich sich um dieses Asset handelt, was man dann auch anbietet. Und jetzt kommt Timents ins Spiel, das ist quasi der Marktplatz und die Plattform generiert dann NFTs, Non-Fungible Token. Und das passt auch sehr gut, für viele, die sich fragen: „Was ist 'n Non-Fungible Token?“ Also eben, wenn man einen Euro hat, dann will man, dass jeder Euro gleich ist, nicht, dass einer anders ist. Bei Diamanten ist es so, dass jeder Diamant unique ist, nur einmal auf der Welt da ist. Deswegen hat jeder Diamant diese GIA oder so 'ne Mhm. Zertifikatsnummer und wird identifiziert. Die sind also non Geld, Euros sind fungible. Das heißt, sollen alle gleich sein. Mhm. Und so ist es bei Bitcoin zum Beispiel auch oder Ethereum. Aber eben non-fungible ist, dass jeder Token individuell einzeln da ist und so ist es bei Diamanten auch. Und deswegen passt es jetzt super. Wir haben also Hunderte von Diamanten jetzt schon gelauncht, viele auf Ethereum, aber jetzt auch, 'ne eigene Kollektion auf Cardano. Wir haben eine jetzt auf Polygon gelauncht letzte Woche in Dubai und wir haben angekündigt, Solana auch 'ne eigene Kollektion zu machen. Das heißt, Blockchain Agnostic eigentlich auf den Blockchains. Aber es ist eben immer so, dass ein NFT wirklich einen Diamanten repräsentiert. Wie ist das, weil ich habe das vorhin so aufgeschnappt nochmal. Tokenisierung von Aktien, vielleicht nochmal als Abschlussfrage. Also erstmal Mhm. sehr, sehr spannend, das mit den Diamanten, das sind ja NFTs. Wie ist es bei der Tokenisierung von Aktien? Also ich versuche noch so den Mehrwert ein bisschen zu erkennen, weil vieles läuft ja schon im Aktienmarkt digital. Jetzt fragt sich so, warum Richtig. sollte ich jetzt eine Aktie tokenisieren? Also was ist denn da? Das ist ja unglaublich aufwendig. Was habe ich davon? Mhm. Also, es geht eigentlich um prinzipiell ähnlich wie bei den Diamanten geht's um den Zugang von 'ner neuen Anlageklasse. Ja. Und, jetzt beim, speziell Diamantenmarkt ist es so, dass es eigentlich, also die ganzen Juwelierbereiche gibt, wo man natürlich das als Schmuckstück kauft. Aber als richtige Anlageklasse ist es uns als Konsument nicht zugänglich. Es gibt Broker, die es professionell machen und auch investieren, aber als, quasi 08/15 Bürger hat man Mhm. nicht den Zugang dazu und kann nicht von dem, Wertsteigerung profitieren. Das heißt, bisher nicht liquide Assets werden jetzt liquide gemacht und so ist es eben mit Diamanten, ganz stark und könnte genauso 'ne Rolle spielen eben bei Aktien, wo man sagt: „Ich möchte eigentlich investieren in mein Sportstudio nebenan, in die eben Aktie in Australien, wo ich nicht den Zugang habe über meine Banken.“ Also, es kann entweder, globale Märkte eröffnen oder eben lokale oder kleinere, Märkte auch eröffnen, oder eben ganz neue, Gesellschaftsformen, wie in Deutschland gibt's ja die Genossenschaften oder so, ähm, ganz andere, Möglichkeiten zu gehen. Also, denke da immer wieder an die Happy Mark-Aktien und so weiter von den 80er, 90er Jahren, wo man dann Mhm. ein Teil ist von den kleinen Apartments. Solche Geschäftsmodelle kann man jetzt einfach ganz, ganz toll umsetzen.
Super, super. Also, es ist 'n da kann man sich, glaube ich, stundenlang unterhalten. RWA, Tokenisierung ist ein sehr, sehr weites Feld, reicht von Diamonds bis hin zu über Anleihen, die durch ein einzelnes Unternehmen ausgegeben werden. Wir werden, viele verschiedene Smart-Contract-Plattformen, Tokenisierungsanbieter haben. DeFi-Sektor wird auch noch integriert werden und, Krypto wird da auf jeden Fall 'ne Rolle spielen. Vielen, vielen Ja, lieben Dank, Monty, dass du heute da warst und diese Fragen alle ja, so gerne. beantwortet hast. Sehr, Ja. sehr spannende Insights und, genau, wenn ihr da draußen noch Fragen an Monty habt und ASICS, schreibt gerne einen Kommentar unter das Video und, ansonsten freue ich mich auf euch ganz, ganz bald. Bleibt wie ich von Kryptos fasziniert und macht's gut. Tschau.